Guten Morgen. Wir sind wieder runter vom Olymp. Sind jetzt hier unten in der kleinen Ortschaft, die direkt am Fuß des Gipfels ist. Tun jetzt gerade frühstücken, haben uns noch was zu frühstücken geholt. Und dann radeln wir weiter. Dann geht's da die Straße runter, die da. Und dann geht's Richtung Meteora. Und ja, liegen noch ein paar Kilometer vor uns. Das sind 140, 150 Kilometer von hier aus bis dahin. Also haben wir noch ein bisschen was zu fahren. Da oben kann man den Weg noch sehen, wo wir gestern runtergekommen sind. Und dahinter irgendwo ist die Spitze. Es war echt schön hier. So, der Basti ist so viel bergauf gefahren, dass das Zahnrad wieder lose ist. Was wir vor über 3000 Kilometern schon mal. Vor 3000 Kilometern hatten wir das schon mal. Aber da konnten wir es ja reparieren und jetzt ist er so viel den Olymp hochgefahren, durchgehend gefahren, dass es wieder lose ist. Jetzt müssen wir es festschrauben. Da oben kommt ein ganz lauter Hubschrauber. Boah, der ist laut. Fahrrad ist wieder heile, wir können weiterfahren. Unsere neuen Freunde. Ach, die tun nichts. Die bellen nur blöd. Wir haben unsere Straße entdeckt, wo wir hoch müssen. Da hinten. Oh oh, die sieht richtig fies aus. Sehr steil. Mal gucken, wie es wirklich ist. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es dann ist. Hoffen wir mal das Beste. So, ich bin oben. Waren jetzt 14%. Also der Berg jetzt, den man eben gesehen hat, 14%. Aber da hinten steht Jasmin und winkt auch noch. Sie schiebt lieber. Ich habe es geschafft hochzufahren, aber es ist echt ganz schön anstrengend. Und so sieht es hinter der Kuppe aus. Jetzt fahren wir hier runter, da rüber und da sieht man hinten die Straße, wie sie da den Berg hochgeht. Juppie, juppie, ju. Und irgendwo 54 Kilometer in die Richtung hinter den Bergen liegt dann auch schon Meteora. Da werden wir auf jeden Fall morgen ankommen. Hi, so, wir sind ja heute Morgen am Olymp wieder losgefahren, ein ganzes Stück runter und sind ja auf dem Weg nach Meteora. Wir fahren hier gerade durch nirgendwo in Griechenland, wir sind irgendwo im Nirgendwo in Griechenland, aber es ist wunderschön hier zu fahren. Geht immer wieder rauf, runter, ein paar Hügel, aber alles schön grün, ein paar Bauernhöfe dazwischen. Jetzt haben wir heute auch hier einen wunderschönen Zeltplatz gefunden, das erste Mal auch seit langem wieder grüne, saftige Wiese. Da unten fließt auch noch ein kleiner Bach. Das ist bestimmt im Frühjahr, wenn die Gletscherschmelze ist. Ein größerer Fluss, also was heißt ein größerer Fluss, aber ein Fluss, das ist jetzt nur so ein kleiner Rinnsal. Da muss man noch sagen, eben waren ja die ganzen Hunde, die uns verfolgt haben, angekläfft haben, das habe ich ja kurz gezeigt gehabt. Hier hinten ungefähr, was sind das, 500 Meter vielleicht ein bisschen mehr. Ist auch nochmal so ein kleiner, ich sag mal Bauernhof. Da waren auch nochmal Hunde, auch so hüfthohe Hunde. Die sahen auch richtig fies aus, die haben beim Kläffen auch ganz schön rumgesabbert und sowas. Und es waren deutlich nochmal mehr, es waren ca. 15 Hunde oder was. Und die haben uns auch ein ganzes Stück verfolgt.
Aber die machen eigentlich nichts. Die kläffen nur, kommen ran, wenn man die dann halt ein bisschen anschreit, was heißt anschreit, aber lauter, aggressiv auf die einredet, dann die halten Abstand, die schrecken zurück, auch wenn man anhält und so zu denen zuckt, die hauen ab. Also das sind eigentlich alles nur Schisser, die haben einfach nur eine große Klappe. Jedenfalls kamen die eben nochmal wieder an, da standen sie da oben, da hat einer von denen erstmal ein bisschen gekläfft, dann haben sie sich wieder verzogen, dann ist von da ein Auto gekommen, weil hier vorne geht so eine kleine Schotterpiste lang. Aber hier ist so gut wie gar kein Betrieb, also ganz wenige Leute haben wir nur gesehen. Jedenfalls von da kamen sie dann im Auto hinterhergerannt nochmal, standen dann da oben, haben uns dann gesehen, sind aber dann hier in der Schotterpiste an uns vorbei, haben uns dann keines Blickes mehr gewürdigt. Und eben sind wieder ein paar von denen auch zurückgekommen, die sind ja einfach lang geschlendert und haben nur mal kurz runtergeguckt und nichts mehr gemacht. Also ich denke mal, wir werden eine ruhige Nacht haben. Vielleicht hört man auch, hier sind auch ganz viele Kühe unterwegs, mal gucken. Hier sind jetzt nicht so viele Kuhfladen, nur vereinzelt ein paar, aber mal gucken, vielleicht werden wir morgen oder in der Nacht von irgendwelchen Kühen oder Hunden überrascht. Ja. Ist dann halt so, meine Güte, Hunde kann man vertreiben, die bellen nur, die tun nichts. Ja. Nein, die tun schon nichts. Und ansonsten muss ich halt rausgehen und mal Tacheles mit denen reden. So geht das nicht. Na gut, gute Nacht. Hallo. Wir sind wieder bei unserem Zeltplatz losgefahren. Die Nacht kam nochmal ein Hund zurück und stand direkt an unserem Zelt und hat die ganze Zeit rumgebellt. Das habe ich auch aufgenommen, das konntet ihr ja hören. Und irgendwann ist er abgehauen. Und dann dachten wir, oh, wer weiß, wie spät es schon ist. Ja, da war es erst 22:22 Uhr. Also noch nicht mal nachts. Und ja, dann kamen noch mal ein paar Kühe an, die am Zelt rumgeschnüffelt haben. Die haben aber auch nichts gemacht. Und heute Morgen wurden wir dann wieder von Hundegebell geweckt. Da standen dann 6 Hunde direkt vor der Tür. Und dann ist Basti rausgegangen, hat das Zelt aufgemacht, hat rausgeguckt, die Hunde haben ihn angestarrt. Dann hat er zweimal lauter gerufen, dann sind die alle abgehauen mit den Kühen. Also, die haben sich alle erschreckt, selbst der Stier ist davon gerannt. Es ist Herbst! Da hinten kommen die Klöster. Man sieht da so ein paar Hügelchen schon. Guten Morgen. Ja, wir haben eine erholsame Nacht in der Unterkunft hier unten in Meteora verbracht, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben, das hier tagsüber zu erkunden, weil wir fahren jetzt hier den Berg wieder rauf, hoch zu den ganzen Klöstern. Da gucken wir uns mehrere Klöster an von außen. Vielleicht gehen wir auch in 1 oder 2 rein, mal sehen. Ist das nicht eine geile Aussicht? Da kommt Schnaufi. Sehr hoch hier. Ui, ui, ui.
Tag 100 scheint echt toll zu werden. Wir haben jetzt hier einen besonderen Supermarkt anscheinend gefunden. Das ist der erste bis jetzt in Griechenland, den wir gefunden haben, der auch mal Veganes und Vegetarisches verkauft. Also hier vegetarisches Sojafleisch, allgemein Sojaprodukte überhaupt verkauft. Echt super. Falafeln und sowas alles. Vegetarisch, also viel Vegetarisches und auch ein Regal voll mit veganem Zeug. Also Hammer, endlich mal. Tag 100 gefällt uns bis jetzt richtig gut. Wir sind hier in der Ortschaft Tikala. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Oh, da ist noch ein My Market, den wir eben erwähnt haben. Ziemlich cool. Die haben alles, was wir wollten. Da haben wir Baumwollfelder. Und da ein lustiges Gebäude. Könnte vielleicht eine Kirche sein, wir sind uns nicht ganz sicher. Aber weil da kein Kreuz oben drauf ist, wissen wir nicht genau, was es ist. Wir sind noch mal kurz zurückgefahren. Das scheint irgendein Kriegsdenkmal zu sein. Steht nämlich was von 1941, das wird ja passen. Wir können es nur leider nicht lesen, weil alles auf Griechisch steht. Wie? Dypsioma 731, irgendwie so. Das müssen wir mal rausfinden. Ja. Basti geht das mal erkunden. Ich habe gerade noch was entdeckt, das finde ich ein bisschen gruselig. Hier ist ein Bunker und da gucken uns Leute an. Moment. Ich habe nur gerade die Augen gesehen. Kann man das erkennen? Es war ein bisschen gruselig, wenn die einen vom Weiten angucken. Hi! Ja, Tag 100 geht zu Ende, aber das feiern wir nochmal mit was Leckerem zu essen. Wir haben uns hier so schöne orientalische Fladen geholt. Mit Feta-Käse, Limettenreis, also Reis mit Limettensaft. Und dann halt Tomaten, Paprika, Kidneybohnen, Salat. Schöne Soße. Und dazu noch ein schönes Kaltgetränk. Bei mir gibt es ein Bier. So feiern wir heute noch Tag 100. Ich bin extra dafür gerade losgefahren zum Supermarkt und habe das noch gekauft, ganz allein. Ich habe mich nicht verfahren. Ja, das ist unser Schlafplatz auf einer schönen großen grünen Wiese. Also tippitoppi, so lassen wir den Tag ausklingen. Willkommen in der Fahrradstadt Kadiza. Tata. Ja, wir sind hier immer noch in der Fahrradstadt und wir haben uns jetzt ein kleines Frühstück gegönnt. Leckere Weintrauben. Weintrauben, Schokoposon, Eiskaffee, Apfel und haben jetzt hier eine kleine Parkanlage gefunden. Da haben wir auch noch das Wasser, da können wir gleich unser Wasser auffüllen. Fahrräder stehen hinter uns. Wir machen eine kleine Mittagspause und dann geht es weiter Richtung Patras. Ja, wir sind hier immer noch an unserer Pausebank, wo wir gerade eben Pause gemacht haben. Und da hatten wir jetzt gerade eine echt nette Begegnung gehabt. Und zwar, hier sind halt viele Universitäten auch und sowas. Und dann kam hier gerade eine Frau vorbei mit ihrem Sohn, einem kleinen Sohn. Und hat uns erzählt halt hier, sie ist hier Dozentin und für Elektroingenieurin ist sie. Und sie ist auch ganz begeisterte Radfahrerin und so und ist auch mit ihren Studenten dran, hier ein Projekt auszuarbeiten, um mehr Sicherheit beim Fahrradfahren und so kleine Reflektoren und Lichtanlagen in die Straßen mit einzubauen, damit die Autos sehen, da ist ein Fahrradweg, da müsst ihr aufpassen. Oder auch für, dass die Fahrradwege ein bisschen beleuchtet sind, auch für abends zu fahren und so. Also die haben mehrere Projekte und dann hat sie noch gefragt, ob sie auch ein Foto mit uns machen kann und so. Das ist klar, bleiben hier. Dann ist sie kurz nach Hause gelaufen, kam dann wieder, hat uns dann Schokolade und Kekse noch mitgebracht. Meinte sie, hier, für die extra Energie, die werdet ihr brauchen. Hat dann noch ein Foto mit uns gemacht. Wir haben halt noch so ein bisschen geredet. Dann kam eine Nachbarin noch von ihr dazu, weil wir haben hier vorne an dem Brunnen eben unser Wasser aufgefüllt. Und da kam die Nachbarin an und die hat gesagt, vor einem Tag kam die Meldung hier für die Stadt, dass da irgendwelche Schadstoffe im Wasser nachgestellt wurden, dass die nächsten Tage erstmal nicht das Leitungswasser getrunken werden soll. Und dann hat sie uns einen ganzen 6er Wasserträger mit 1,5 Liter Flaschen dahingestellt und sagt, hier sollen wir alles mitnehmen.
Und dann haben wir gesagt, oh, 2 reichen, wir haben noch genug. Und dann haben wir das Wasser halt dann ausgetauscht, dass wir jetzt dann Wasser aus Trinkflaschen haben. Und muss man sagen, ist auch nett, dass die Nachbarin dann extra noch uns halt gesehen hat und gesagt hat, hier, sie konnte kein Englisch, deswegen hat sie gesagt, hat sie die Chance genutzt, dass ihre Nachbarin halt hier, die Dozentin gerade hier stand und mit uns geredet hat und mir das hier übersetzen soll, dass wir nicht halt das Wasser trinken sollen, sondern lieber dann was von ihr nehmen sollen, dass sie uns das schenkt. Also sowas macht eine Reise aus, wieder tolle Begegnungen gerade. Wir haben wieder einen wunderschönen Zeltplatz gefunden für heute. Mal wieder in den Bergen. Wir fahren jetzt die nächsten 1,5 bis 2 Tage auch erstmal wieder durch die Berge auf dem Weg nach Patras. Da kommen wir durch eine Gebirgskette, aber nichts Wildes. 1350 oder 1370 Höhenmeter ist der höchste Gipfel. Wird sich ein bisschen hochschlängeln, aber nichts Dickes. Und jetzt machen wir gerade unser Essen. Heute gibt es lecker Kartoffeltopf mit Champignons. Und hier haben wir unten noch einen kleinen Bach, der hier lang fließt. Den kann man da so ein bisschen erkennen. Ja, vielleicht. Ja, ist auf der Kamera so ein bisschen schlecht zu sehen, aber da unten, man hört es vielleicht auch. Kann man auch nochmal dann Wasser auffüllen und so. Ja. Gute Nacht. Kleine Trinkpause. Wir befinden uns ja wieder mitten irgendwo im Nirgendwo in Griechenland. Ne, wir durchfahren gerade hier eine Bergkette. Blenden wir auch noch mal ein, welche genau, wo wir uns gerade befinden. Aber das Schöne ist, in den Bergen überall immer frisches Quellwasser. So muss man wenigstens nicht verdursten. Ja, also wir haben heute noch einiges am Bergaufwand vor uns. Von da kommen wir, nach da wollen wir. Ja. Ja, die Beine sind heute ein bisschen träge, aber Wir kommen immer oben an. man kommt immer oben an, dann ist man halt ein kleines bisschen langsamer, aber das ist nicht schlimm. Hauptsache man hat noch Spaß dabei. Ja, wir befinden uns weiter auf dem Weg nach Patras. Haben jetzt hier eine schöne kleine Ortschaft gefunden, namens Aidonochi, so, auf 750 Höhenmeter. Hier ist so eine kleine Plattform. Das Lustige ist, hier ist sogar ein Basketballfeld. Und ja, ein sehr kleines, verschlafenes Bergdorf. Ja, hier hat sich wohl mal vor kurzem die Straße verabschiedet. Naja, jetzt müssen wir hier durch den Morast und dann da hoch. Kriegen wir auch hin. Haben wir mitten in den Bergen hier einen Kampfjet gefunden. Ein Flieger. Lustig. Ein paar Statuen. Und ein Feuerwehrwagen, der hier geparkt wurde. Ist ja geil. Ein ganz alter Feuerwehrwagen. Was man nicht so alles in den Bergen findet.
haben mal wieder einen wunderschönen Schlafplatz gefunden. Schön auf den Bergen, auf ungefähr 1150 Höhenmeter. Wahnsinnsausblick. In alle Richtungen. So sieht es auf der anderen Seite aus. Da fahren wir morgen hoch die Straße. Und da oben ist dann auch der höchste Punkt, das ist mit 1500. Kommt dann nach vorne gleich. Ja. Und das Schöne ist, hier wächst überall Thymian. Das riecht so herrlich nach Thymian. Echt toll. Also haben wir auch was für einen Geruchssinn.